Ihr besitzt die erstaunliche Fähigkeit, abstrakt zu denken, euch etwas vorzustellen, zu träumen. Doch wenn ich sagen würde, stellt euch etwas vor, was ihr nicht kennt, träumt von etwas, das ihr noch nie gesehen habt, woran würdet ihr dann denken? Wenn ich sagen würde, stellt euch ein Gebäude vor, aber kein normales Haus, vielmehr einen eigenen Kosmos. Stockwerk um Stockwerk stapelt sich aufeinander und es wird immer weiter gebaut, höher und immer höher. Stellt euch die Wände vor, die Treppen, die endlosen Gänge. Das hier ist ein Stockwerk, wie es wahrscheinlich noch tausende weitere gibt, von denen keins wie das andere und doch jedes gleich ist. Für die Menschen, die hier leben, ist es alles, was existiert. Ihr ganzes Universum. Sie haben keinen Grund anzunehmen, dass es etwas anderes geben könnte. Denn ohne draußen gibt es auch kein drinnen. Ohne etwas Neues gibt es auch nichts Altes. Achtung, es ist gleich 5. Die Uhr bestimmt ihr Leben. In ihrem Rhythmus dreht sich alles um sich selbst. Und wenn es 5 ist, gehen alle in die Bar Calypso. Immer wieder. Jedes Mal. Sie reden, sie lachen und sie folgen den Regeln, die dort herrschen. Warum? Na, weil es 5 ist. Alle, die heute schon gelogen haben. So nimmt in diesen Zimmern und Fluren eben alles seinen Lauf. Immer wieder von vorn. Solange die Uhr sich hin und her bewegt, sagt man hier, wenn man meint, bis ans Ende aller Tage. Auch Lynn weiß nichts von einem Draußen oder von etwas Neuem. Doch sie denkt immer wieder an diesen Raum, den sie nicht kennt. Träumt von ihm, obwohl sie ihn noch nie von innen gesehen hat. Und sie beginnt, ihn sich vorzustellen. Also ich weiß genau, wie er für mich aussehen würde. Warum denkst du eigentlich so viel darüber nach? Hast du nicht auch das Gefühl, dass sich das alles irgendwie nicht richtig anfühlt? Inwiefern? Als wenn alles so blass wäre. Wie hinter Glas. Oder aufgemalt, als wäre da so eine Lücke in jedem Gefühl, als ob da irgendwas fehlt. Was fehlt denn? Ich weiß nicht, einfach mehr Leben, mehr Gefühl. Ja, mehr klingt immer gut, finde ich. Aber eigentlich haben wir doch alles, was wir brauchen, oder nicht? Doch schon. Er wäre riesig groß. Die Decke wäre so hoch, dass man die Enden nicht sehen kann. Und der Boden, der wäre so ganz flauschig und weich. Ja, mit jedem Schritt so ein Stückchen weiter einsehen. Ja, das klingt alles ganz toll, Lynn, wirklich. Und es gibt ihn nicht, deinen Raum. Es gibt ihn nicht. Warum musst du immer wieder damit anfangen? Das weißt du nicht. Ja? Gut, ich weiß es nicht. Aber ich bin mir da doch ziemlich sicher, weil sonst hätten wir ja wohl schon mal davon gehört.
Aber es gibt mindestens einen Raum, von dem wir eben nicht wissen, was drin ist. Also von dem wissen wir es ja wohl ganz genau, Lynn. Da gibt es nichts zu sehen. Warst du denn schon mal drin? Nein, aber das steht doch dran und alle wissen, dass er leer ist. Warum wird er dann bewacht? Damit halt nicht alle ihr Gerümpel oder sonst was da drin abstellen. Du weißt doch genau, wie die Leute sind. Aber du glaubst doch nicht, dass die Architektin den Raum so bewachen Wir müssen würde? jetzt los, Lynn. Lynn? Alle, die heute schon vor Frust geweint haben. Ich habe ihr dann gesagt, dass ich das nicht mehr hören will. Warum lässt du dich damit nicht in Ruhe? Eben. Wir können der Architektin vertrauen. Was genau macht sich da so sicher? Ach komm, Gerüchte gab's schon immer. Aber wir sind doch immer noch hier, oder nicht? Nur weil bisher alles gut lief, Wir heißt es bauen noch da lange oben nicht. 2 Stockwerke pro Woche. Da wird für uns ja wohl auch gesorgt sein. Bist du eigentlich mal auf die Idee gekommen, dass die Architektin vielleicht gar nicht unser Bestes will? Alle, die heute schon eine Panikattacke hatten. Ich will ihn mir ansehen. Wen? Na, den Raum. Er ist leer. Aber was, wenn nicht? Nur mal angenommen. Nur mal angenommen. Was wäre dann da? Ja, das ist ja eben die Frage. Wenn ich es mir vorstelle, hörst du dann damit auf? Gut. Du. Du wärst da. Nee, das zählt nicht. Ich meine, wie sehen die Wände aus? Wie riecht er? Wie fühlt er sich an? Du musst doch von irgendwas träumen. Was ist falsch daran, dass ich mir einfach nur wünsche, dass du da bist? Nichts natürlich. Achtung, es ist gleich 5. Wir müssen los. Willst du dich nicht fertig machen? Wie wäre es, wenn wir heute nicht in die Bar gehen und einfach hier liegen bleiben? Komm jetzt. Also ich bleibe. Ich dachte, es ist nur wichtig, dass ich da bin. Spürst du das Gewitter? Und wie die Zeit sich plötzlich schlafen legt, uns ihre Tage schenkt. Nur du und ich in einer heilen Welt, die um uns auseinander fällt. Komm, erzähl mir was von der guten neuen Zeit. Erzähl mir von deinem Raum. Vielleicht gefällt's mir da ja auch. Er wäre ganz hell. Aber
nicht unangenehm, also er blendet mich. Und trotzdem ist es so, als ob von innen alles leuchtet. Möbel, Wände, alles. Und die Luft, die bewegt sich. Wenn jemand ganz schnell da vorbeiläuft, weißt du. Hörst du, wie es knistert? Und wie der Wind durch leere Straßen fegt und seine Ruhe schenkt. Nur du und ich in einer heilen Welt, die unverhofft die Luft anhält. Mach das Radio an und leg dich zu mir. Der Himmel brennt, die Flammen schlagen schon ans Fenster und es heulen die Sirenen in der Nacht. Mach das Licht aus, schau, die Welt geht endlich unter, doch wir haben uns eine neue ausgedacht. Ihre Welt ist im Wandel. Sie sehen es. Sie hören es. Sie können es spüren. Und natürlich machen Gerüchte die Runde. Natürlich wird geredet. Die einen feiern den Untergang, die anderen fürchten die Ewigkeit. Aber was soll sich ändern, wenn Veränderung außerhalb der Vorstellungskraft liegt? Ob ich es besser weiß? Ob ich die Wahrheit kenne? Ich mache hier nur meinen Job. Hier und da ein bisschen reparieren. Das ist alles, was noch bleibt. Alle, die heute schon etwas gemacht haben, das sie nie wieder machen wollten. Haben wir denn irgendwas verpasst? Wie meinst du das? Natürlich, ihr habt den ganzen Abend verpasst. Also nicht. Wir hatten uns schon überlegt, ob wir dem Konferenzier Bescheid sagen. Wir waren im Zimmer. Aber doch nicht um 5. Warum nicht? Weil es 5 ist. Ja und? Du bist komplett verrückt. Was ist das für eine Frage? Alle, die so tun, als wüssten sie, was Liebe ist. Also ich finde es ehrlich gesagt einfach ein bisschen undankbar von euch. Eben. Es geht uns so gut wie nie. Schau dich doch mal um. Schau du dich doch mal um. Alle völlig hysterisch. Also ich bin ruhig, ich bin entspannt. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Und ich glaube, das ist eine ganze Menge. Wisst ihr, ich bin eigentlich auch ganz entspannt. Denn wenn alles bald, müssen wir uns mit nichts mehr Was auseinandersetzen. findest du denn, sollte noch verbessert werden? Alles wird doch immer schon besser. Nein, alles wird immer schlimmer. Schau dich doch mal um. Die Risse an den Wänden. die Ich glaube Stühle manchmal, wackeln und- es hat sich sowieso nie irgendetwas verändert. Alle, die wissen, warum sie hier sind. Einer repräsentativen Umfrage zufolge sind wir der 15. glücklichste Stock. Ist doch gar nicht so schlecht. Toll! Achtung! Bitte beenden Sie Ihre Gespräche. Die Unterhaltung beginnt. Trink noch ein letztes Glas auf die Liebe. Nimm einen letzten Schluck auf die Luft. Ach, wenn doch alles für immer so blieb. Wie schmeckt ein wirklich unsterblicher Kuss? Erst wenn die letzte Schlacht endlich verloren ist, dann macht das Leben wieder Spaß. Für einen Augenblick oder die Ewigkeit, wo ist der Anfang, wo der Schluss? Achtung! Bitte machen
noch ein letztes Glas auf die Liebe. Nimm einen letzten Schluck auf die Lust. Ach, wenn doch alles für immer so bliebe. Wie schmeckt ein wirklich unsterblicher Kuss? Erst wenn die letzte Schlacht endlich verloren ist, dann macht das Leben wieder Spaß. Für einen Augenblick oder die Ewigkeit, wo ist der Anfang, wo der Schluss? Trink noch ein letztes Glas auf die Liebe, nimm einen letzten Schluck auf die Luft. Ach, wenn doch alles für immer so bliebe, wie schmeckt ein wirklich unsterblicher Kuss? Erst wenn die letzte Schlacht endlich verloren ist, dann macht das Leben wieder Spaß. Für einen Augenblick oder die Ewigkeit, wo ist der Anfang, wo der Schluss? Was machst du hier? Das Lied ist nicht. Ich habe etwas da reingehen sehen. Was hast du da reingehen sehen? Eine Katze. Eine Katze? Ja. Also ich glaube, dass es eine Katze war. Es gibt doch schon seit Jahren keine Katzen mehr. Die Architektin hat sich alle verboten. Ich bin mir sicher. Sie war in der Bakalypse und ist dann hier hingelaufen. Und ich glaube, sie hat mich hier hingeführt. Geht's dir gut? Ja, ich bin mir sicher. Da war eine Katze und ich hatte das Gefühl, dass sie mir etwas zeigen wollte. Und wo ist sie jetzt hin, bitte? Sie ist da drin verschwunden. Bist du da einfach reingegangen? Ich hab's versucht, aber die Tür ist zu. Aber ich dachte, die Katze wäre reingegangen. Ja, aber durch die Klappe da unten, siehst du? Okay, wir sollten jetzt gehen. Vielleicht musst du dich kurz ein bisschen hin. Ich hab mir das nicht eingebildet. Mir geht es gut. Was macht ihr denn hier? Wir dachten, wir wollten dich besuchen. Ach so. Ja. Das ist aber nett von euch. Ist wirklich verdammt langweilig hier. Da bin ich wohl eine Minute weggedöst. Aber eigentlich sollt ihr doch gar nicht hier sein. Oder ist es schon 6? Nein, sie spielen auch noch. Wir dachten nur, dass... Ist heute nicht die Band da? Verdammt, jedes Mal, wenn ich Schicht habe. Deswegen sind wir hier. Wir dachten, vielleicht willst du kurz rüber. Na klar will ich das. Aber wie soll das gehen? Ich kann hier doch nicht weg. Wir könnten dich ablösen. Ihr? Ihr habt doch noch nicht mal einen Schein. Wenn sie das rausfindet, dann ist es... Warum soll sie das rausfinden? Bist doch in 5 Minuten wieder hier. Komm, gib mir einfach deine Mütze. Ich weiß nicht, ob das wirklich... Komm schon. Okay, ich bin gleich wieder da.
wirklich nur 15, 20 vielleicht. Was macht das am Ende schon für einen Unterschied? Nicht wahr, Fridolin? Sowieso schon viel zu viel Sand im Mörtel. Was soll ich machen? Ich hab's gesagt. Immer wieder hab ich's gesagt. Aber was denn jetzt, rein oder raus? Aber entscheid dich und mach die Tür zu. Meinen Sie mich? Wen denn sonst? Wo bin ich hier? Na, wonach sieht's denn aus? Was machen Sie da? Ich will einen neuen Mörtel an. Und wofür? Na, schau dich doch mal um. Sie meinen, Sie machen die ganzen Risse zu? Sie allein? Aber wie geht denn das? Ja, gar nicht. Aber was soll ich machen? Ein etwas lösungsorientierter Ansatz wäre mir auch lieber. Herr Baustoff. Sofort. Aber will ja keiner. Kann sich ja keiner leisten. Wer denn leisten? Ihr. Ihr alle. Ich hab's jahrelang versucht. Keine Chance. Ein bisschen reparieren. Das ist alles, was hier noch bleibt, meine Liebe. Dann stimmen die Gerüchte, dass alles... Naja, nicht gleich. Aber früher oder später auf jeden Fall. Ja, ein bisschen früher, ne? Ist es Ihre Katze? Das ist ein Kater. Gastiges Vieh. Aber im Grunde eine gute Seele. Ich glaube, er hat mich hier hingeführt. Ach was. Ach, schau her. Hab das schon lange nicht mehr gemacht. Aber wenn alles... Was machen wir denn dann? Wir? Also ich mache hier meinen Job. Was du machst, das musst du selber wissen. Wir müssen doch irgendwas unternehmen. Ja, mir musst du das nicht sagen. Was glaubst du, was ich einen lieben langen Tag mache? Däumchen drehen. Aber seit wann wissen Sie denn schon davon? Seit wann? Ist doch schon immer so gewesen. Wird halt nur immer schlimmer. Aber warum hat denn sonst niemand was unternommen? Wir müssen doch irgendwas tun. Ja? Schnapp dir eine Kelle und rühr dir was an. Ja, aber das bringt doch nichts. Das haben Sie doch selber gesagt. Was ist denn mit der Architektin? Hat sie nicht irgendeinen Plan? Ach, die Architektin? Die gütige, allwissende Architektin mit dem großen Plan? Na, hast du die schon mal gesehen? Oder kennst du jemanden, der die schon mal wirklich getroffen hat? Bei mir hat sie sich jedenfalls noch nicht vorgestellt. Aber die Architektin wird's schon richten, ja? Genau, das ist eure Lösung. Fridolin. Fridolin, bleibst du hier? Wo willst du denn schon wieder hin? Hm? Wo willst du hin? Bleib nicht so lange weg. Wo ist der hingegangen? Raus. Raus? Wie raus? Wohin denn raus? Das lässt sich schwer erklären. Geh halt. Besser, wenn du es dir selber anschaust. Glitzernde Fassaden um das alte Märchenschloss. 1000 bunte Lichter an den Türen im Erdgeschoss. Ein Paradies aus Glas und Stahlbeton. Frisch polierte Möbel zwischen aufgegebenen Träumen. Biedere Tapeten, zentral geheizten Räumen. Alles gut, hier kann uns nichts passieren. Das ist hier alles auf Sand gebaut. Das ist doch alles nicht echt. Wir haben so lange an Märchen geglaubt, dass um uns der Boden zerbricht. Das ist hier alles auf Sand gebaut. Das ist nur Pappe und Blech. Wir haben so lange an Märchen geglaubt,
zerbricht, dass um uns der Boden zerbricht. Sicherung durchgebrannt, staubige Gardinen fallen langsam von der Wand. Das Paradies war da nur drauf gemalt. Schau hinter die Tapete, da sind Risse im Beton, denn unsere große Festung ist nur ein Schuhkarton, ist eine Burg aus goldenem Altpapier. Das ist hier alles auf Sand gebaut, das ist doch alles nicht echt. Wir haben so lange an Märchen geglaubt, dass um uns der Boden zerbricht. Das ist hier alles auf Sand gebaut, das ist nur Pappe und Blech. Wir haben so lange an Märchen geglaubt, dass um uns der Boden zerbricht, dass um uns der Boden zerbricht.